Hallo Leute, wir bauen in diesem Märklin H0 Personenwagen eine LED-Beleuchtung mit Schleifer ein. Bei dem Personenwagen handelt es sich um einen sogenannten Silberling. Wie schaut die Beleuchtung aus? Flackert das Licht beim Fahren? Wie fährt der Wagen mit dem Schleifer? Alles in diesem Video. Los geht's! Ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Wer bereits unsere Modellbahnanlage über die Videos kennt, dem ist vielleicht aufgefallen, dass wir auf der Anlage mehrere Silberlinge der Epoche 4 haben. Allesamt ohne Innenbeleuchtung. Das wollen wir bei einem Wagen nun ändern. Mittlerweile sind die LED-Innenbeleuchtungen von Märklin ab Werk mit einem Pufferkondensator ausgestattet. Wir haben uns für das warme Licht entschieden, was auch dem Vorbild nahe kommt. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich in einen langen Wagen eine Beleuchtung einbaue. Vor kurzem haben wir eine Beleuchtung in eine Donnerbüchse eingebaut. Das Video dazu verlinke ich dir hier. Bei der Donnerbüchse empfand ich das schon als eine Herausforderung. Ich bin gespannt, wie das bei einem langen Wagen ist. Der Wagen hat eine Länge von 28,2 cm. Viele Wagen haben genau diese Länge. Am besten ist es, wenn du den Wagen, der umgerüstet werden soll, mit der jeweiligen Artikelnummer unter märklin.de aufrufst. Dort ist beschrieben, welche Artikel zur Umrüstung benötigt werden. Anstatt des Schleifers kann die Stromversorgung bei dem Wagen auch über eine stromführende Kupplung erfolgen. Das Öffnen des Wagengehäuses geht bei diesem Wagen, indem man die schwarzen Teile hier herauszieht. Das geht natürlich sehr leicht. So, jetzt fängt die Friemelei an. Wenn man das schon einige Male gemacht hat, dann wird das bestimmt besser funktionieren. Hier ist es das erste Mal. Entsprechend vorsichtig zieht und drückt man an dem Gehäuse rum. So, das wäre geschafft. Ob der Wagen zu 100% symmetrisch ist, weiß ich nicht. Deswegen markiere ich sicherheitshalber eine Seite des Gehäuses und des Bodens, damit ich diese auch wieder gleich zusammenstecke. Die Bleistiftmarkierung kann man auf jeden Fall je nach Lichteinfall erkennen. Jetzt bauen wir den Schleifer mit der Massefeder ein. Dazu nehmen wir vom Drehgestell eine Achse raus. Die Achse kann man natürlich schon vorher entfernen. Die Massefeder ist bewusst zu lang ausgeführt und muss etwas mit der Schere gekürzt werden. Die Massefeder stellt auch einen gewissen Fahrwiderstand dar. Frage an dich, ob man bei der Massefeder zwei diagonal gegenüberliegende Federn komplett abschneiden könnte. Der Widerstand würde sich um 50% reduzieren. Nur ob der Kontakt dann noch ausreicht? Ich meine, es ist ja ein Pufferspeicher in der LED-Leiste, falls die Stromzufuhr nicht 100%ig sein sollte. Das abzuschneiden traue ich mich aber gerade nicht. Wenn du damit Erfahrung hast, dann schreib es gerne in die Kommentare.
Auf der anderen Seite bauen wir den Schleifer ein. Er wird einfach reingedrückt. Dann nehmen wir uns die LED-Platine vor. Wir drehen die Platine erstmal richtig herum. Dann, ganz wichtig, wir stecken die Kabel so an, dass diese nicht auf einer Seite sind, sondern diagonal gegenüber. Das heißt, oben meine Einblendung zeigt es richtig. Hier im Video mache ich sogar selbst falsch. Und weißt du, was dann passiert auf der Anlage, wenn man es falsch anschließt? Na klar, ein Kurzschluss. So war es dann bei mir auch. Bei der LED-Innenbeleuchtung sind 2 weiße Abstandshalter mit dabei, die wir hier zu sehen auf der Platine eingeschoben werden müssen. Als nächstes gehen wir auf die Anlage und schauen uns das Licht mal an. Die Lichtfarbe finde ich sehr schön. Dann können wir die Helligkeit mit einem Schraubenzieher einstellen. Wenn es zu hell ist, wirkt es sehr unnatürlich, zumindest für meinen Geschmack. Dann können wir das Gehäuse wieder einsetzen. Da kommen unsere Markierungen wieder ins Spiel. Das geht wesentlich einfacher als bei den Donnerbüchsen. Hier zeige ich dir noch einmal, wie die Kabel korrekt angeschlossen werden müssen. Das ist das Endergebnis. Das sieht sehr gut aus. Und wie fährt sich der Wagen? Naja, aufgrund des geringen Gewichtes des Wagens entlastet der Schleifer den Wagen. Das heißt, wenn sich der Schleifer am Zugende befindet, dann kann der Wagen bei Weichen aus den Gleisen springen. Da hilft etwas Ballast oder man dreht den Wagen um, sodass der Schleifer nicht mehr ganz hinten ist. In den Wagen kann man auch ein rotes Schlusslicht einbauen. Die Artikelnummer dazu lautet 73409. Das Schlusslicht habe ich bereits bestellt. Da bin ich mal gespannt, auf welcher Seite des Wagens sich die Lämpchen befinden. Ich hoffe nicht da, wo der Schleifer ist. Das zeige ich dir dann in einem anderen Video. Ansonsten bin ich mit dem Licht und dem Pufferkondensator sehr zufrieden. Ich rüste erstmal 3 Silberlinge allesamt mit Schleifer damit aus. Und die anderen Wagen dann irgendwann nach und nach. Das ist bei der Menge an Wagen ja auch eine ziemlich kostspielige Sache. Wenn die Wagen alle einen Schleifer haben, dann kann man damit auch rangieren und beliebige Garnituren zusammenstellen. Auch wenn beim Rangieren dann immer das Licht brennt, sieht dann zwar ulkig aus, aber das ist mir egal. Die Lokomotiven haben genug Zugkraft, um die Wagen mit Schleifer zu ziehen. So, das war's mit diesem Video. Wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat. Mach's gut, dein Kanal, die Dachbodenmodellbahner.